Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOS Sports. Heute bin ich wieder zusammen mit Jörg. Wir sind auf unserer Enduro-Boxer-Tour 2026. Was wir bis jetzt erlebt haben, ich möchte es als kleines Update nehmen, weil ich habe so viel Footage und so viel Content, dass das schwer wird, euch heute alles mitzuteilen. Deshalb ist es auch immer ein wenig so, was haben wir die letzten 10 Minuten gehabt? Die letzten 10 Minuten erst einmal Kampf, da runterzukommen und dann überhaupt generell schafft man das heute noch irgendwo in einem Quartier in einer größeren Stadt und dann kommt man an dem Häusle vorbei und ist tatsächlich bewohnt. Und da kriegt man jetzt ein Zimmer. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass da jemand ist. Wir blenden es ein, mitten auf dem Track, ein TED, wie sagt man? Ein TED-Quartier, ja? Ja, TED-Quartier. Ein Gasthaus. Ja. Gasthaus. Wir haben es ja schon in unserem Eingangsvideo gesagt, wir sind auf dem Weg nach Kosovo gewesen, haben einen Alfons besucht. Von da aus sind wir on-road erstmal nach Nordmazedonien gereist und da gleich an der Grenze Bulgarien in den TED eingestiegen. Ich bin wirklich furchtbar überrascht, wie geil es hier ist. Ja, me too. Also, es ist eine Mischung. Ihr wart noch nicht in Russland, wir haben es schon gehabt. Es ist eine Mischung für den normalen Menschen zu vorstellen zwischen Russland, Deutschland, ganz Europa, alles. Innerhalb von 500 bis 1000 Kilometern siehst du alles. Ja, absolut alles und auch von den anspruchsvollen Strecken, also leichte Strecken, schwere Strecken, steinige Strecken, matschige Strecken, waldige Strecken, wiesige Strecken, richtig geil, Single Trails, also alles, was das Herz braucht. Ganz selten in meinem Leben freue ich mich mal, wenn ich eine Teerstraße sehe. Heute habe ich mich öfters gefreut, weil ich dann gewusst habe, jetzt tun die Hände nichts mehr weh. Das liegt nicht an unseren Motorrädern. Ihr versteht es manchmal falsch. So ein Boxer ist einfach wunderbar im Gelände zu fahren. Tiefer Schwerpunkt, klar, sind wir ein bisschen eingeengt, aber wir fahren auf der TED und nicht auf einer Motorradstrecke. Und die Spuren geben es auch her und wir beweisen es auch immer wieder, wo wir alles durchkommen. Man muss nicht unbedingt durch das tiefste Loch fahren. Auch wir halten an und gucken es an. Aber für die da draußen, die Bock haben, die TED Bulgarien zu machen, wir haben ja jetzt eine Halbzeit oder sowas. Überlegt euch das, schaut, wie ihr fahren könnt. Vielleicht haben wir auch ein wenig schlechtes Wetter, wir haben ein bisschen Regen gehabt, ne? Aber es ist echt knackig. Es ist knackig und ich sage mal, die Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben, ist eigentlich uns entgegenkommen. Die extrem knackigen Abschnitte waren dann bergab, aber extrem steinig, felsig. Das berghoch, weiß nicht, ob das leichter gewesen wäre wie bergab. Ich glaube eher nicht. Was wir alles gesehen haben, ist aber genial. Wir waren an 3 Monumenten bis jetzt. Wir haben total nette Menschen kennengelernt. Die Bulgaren brauchen ein bisschen zum Auftauen. Ne? Die sind auf 18 Grad minus und dann musst du erst mal warm machen. Genau, das hat gestern auch gedauert, aber nachdem wir Tee bekommen haben, die ersten Gespräche geführt, ging es dann. Und heute früh war er richtig warm. Da war es fast komisch, dass wir fort sind. Genau. Man muss sich vorstellen, 10 Jahre oben am Berg leben. Was wir noch vor uns haben, wissen wir nicht. Das werden wir euch bald erzählen können. Es ist auf jeden Fall endgeil. Ich bin begeistert, wie sich die Motorräder fahren lassen. Und das nicht, weil ich die Dinger baue, sondern es ist ja nicht immer gut, dass alles geht. Ne? Also echt, lassen sich super fahren. Das Gelände hier ist einfach gemacht für Abenteuer. Wir sind an zahllosen, leeren Häusern, leeren Siedlungen, leeren Städten vorbei. Man glaubt, es lebt gar keiner mehr da. Und was total erstaunlich ist, du bist draußen im Wald und dann ist in jedem anderen Land kommt dir welche entgegen und hier ist nichts, kein Mensch. Ja, gar nichts, absolut gar nichts. Vielleicht mal ein Jäger im Wald, den man sieht, oder irgendein Forstarbeiter, der ein bisschen Holz macht, aber sonst gar niemand. Also ideal, macht sowas nicht allein. Das muss ich euch nachlegen. Ich bin immer froh, dass ich einen Jörg habe. Der Jörg hat heute mal sein Gepäck verloren. Da habe ich ein paar Meter zurückfahren müssen, einige Meter. Das löst was in einem aus, das braucht man nicht, diesen Moment. Abgelegt haben wir uns auch, das passiert, das gehört dazu. Ja, aber es ist geil.
Hab halt gedacht, wir machen das Video jetzt gleich noch, wo wir so dreckig sind. Einfach nicht, weil wir authentisch wirken wollen. Mir ist das sowieso alles scheißegal. Nee, weil es einfach gerade in einem hochbrodelt und man das rausschreien will, wie geil es hier ist. Und wenn man dann so abenteuerliche Übernachtungen nur noch findet, ey, da brauchst du nicht draußen im Wald schlafen, wirklich nicht. Weil das ist Abenteuer genug da drin. Ja. Ich glaube, das Abenteuer geht gleich weiter, wenn er uns das Essen serviert. Ja, ich möchte nicht wissen, wir haben ja schon Lebern und alles gegessen. Boah, Alter. Es ist wirklich nicht ohne, man verschätzt sich. Wir haben jetzt jeder 1 Liter Wasser nur dabei. Zu trinken gibt es hier genug, den bräuchte man vielleicht gar nicht. Brunnen gibt's. Aber wir sind mit Essen leicht unterversorgt, muss ich sagen. Wenn was wäre für heute Nacht, hätten wir es halt so aushalten müssen. Wir sind wirklich heute blind losgefahren. Wir haben gedacht, 70 Kilometer ist die nächste Tankstelle. Und wer Sven wahrnimmt, ich weiß nicht, wie die Beleuchtung von der Kamera das täuscht, es ist am Dämmern. Wir haben jetzt fast 20 Uhr. Also noch eine halbe Stunde und es ist dunkel. Genau. Ja, und wir sind heute dann unterwegs gewesen, 11,5, 12 Stunden. Und 12 Stunden, ja. 200 Kilometer, mehr nicht, ne? Ja. Also wirklich durchbeißen. Aber heute muss man sagen, das Bulutzer Denkmal und das andere, ich weiß nicht, wie die heißen, ich kann es nicht aussprechen, die kosten auch Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen. Ich baller euch in das Video, das habt ihr dann gesehen, einen Haufen Bilder mit rein, einen Haufen Fahrszenen. Bleibt mit am Ball, liked uns, teilt uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir brauchen einfach viel mehr Follower, dann macht es noch mehr Spaß. Bis bald, euer Jörg, der mit der HP2 fährt. und der Manuel. Ciao! So, wenn du denkst, du bist noch nicht wach und fährst gleich so los, dann wirst du gleich wach. This video I made special for Hahn wheels and for me for Moose and me for tires. Thanks for the support. It's a crazy road.